willkommen zum nächsten Video auf der nächsten Insel. Wir sind gerade von Pico, das ist da drüben, mit der Fähre rübergefahren. Jetzt geht's auf Fayal. Mal sehen, was es hier so zu entdecken Hier gibt. besichtigen wir einiges. Let's go! Nach all dem Koffer tragen und neues Auto holen sind wir in unserer neuen Unterkunft angekommen und guckt mal, wie krass das aussieht. Ultra schön hier. Die buy some groceries. It's a little different, but Yeah, but we will- can to read the Yeah, we will buttons. understand. Yeah. I hope you like the house in Fayal. Ja, ja, Yes. ja. And the weather, I wish the weather is good for you. Yeah, we already like the house Okay, here. bye. Yeah, it's super nice. Thanks a lot. Bye. Bye bye. Unglaublich süß, der Wander. Ja, oh mein Gott, er hat uns seine hausgemachte Marmelade gegeben. Also das ist übel krass. Aber sie haben auch, er hat uns auch hier die Karte gegeben zum Navigieren auf der Insel. Ich habe noch nie mit einer Karte navigiert. Heutzutage haben wir Google Maps, aber es ist sehr süß. Aber diese Unterkunft jetzt schon eine Empfehlung. ja, Also 100%. Es ist, An der es ist Stelle alles ist toll. super sauber und super Waschmaschine, ordentlich und schön. Ja, Spülmaschine. ja, das ist echt faszinierend. Lass noch mal draußen rumlaufen, weil Ja. das ist echt so schön, dieses ganze kleine Häuschen hier draußen. Ich bin so happy mit der Unterkunft. Ich will die 3 Tage einfach hier verbringen. Richtig schön. Allein dass man so eine Einfahrt hat zum Reinparken und so. Hier hinten hat man so einen kleinen Garten noch mit auch so einem Barbecue und hier so ein paar Liegestühlen. Und auch die Lage ist so schön. Man hört sogar das Meer ein bisschen hier. Schönste Unterkunft. So schade, dass wir hier nur 3 Nächte sind. Ja, hier Schade. hätten wir mal 5 Nächte sein. Naja, wie gesagt, Link zu der Unterkunft in der Beschreibung, absolute Empfehlung. Ja. Und dann schlafen wir aus und erkundigen morgen die Insel. So, heute ist ziemlich mieses Wetter, wie man sehen kann. Und wir gehen in dieses heftige Museum hier. Das ist wirklich eine übel krasse Location dafür, dass es so ein Museum ist. 1957, glaube ich, war hier ein Vulkanausbruch auf dieser Insel. Und zwar eines Unterwasservulkans. Und da ist eine ganz neue Halbinsel entstanden. Dabei wurde dieser Leuchtturm komplett verschüttet. Also liegt jetzt zur Hälfte unter der Erde. Und die haben daraus ein Museum gemacht für diesen Ausbruch. Und deswegen sieht hier alles auch so krass aus wie eine Marslandschaft. Ja, wirklich krass. Weil das neu entstandene Erde praktisch ist. Von dem Vulkan, der hier aus dem Wasser einfach angefangen hat auszubrechen. Das sieht wirklich verrückt aus. Anscheinend hat der Vulkanausbruch hier sogar 13 Monate gedauert. Also innerhalb von 13 Monaten ist hier die gesamte Halbinsel hier neu entstanden. Das ist schon sehr krass.
Da kann man sich vorstellen, wie viel Rauch und Asche da die ganze Zeit auch den Himmel für die Zeit bedeckt hat. Wir erzählen euch nochmal mehr, nachdem wir in dem Museum waren vielleicht. Wow, das ist wirklich so magisch. Einfach so eine komplette Mondlandschaft. Nicht von dieser Welt. Ja, war schön da oben. Die Aussicht ist auf jeden Fall geil, aber jetzt gehen wir wirklich rein Ja, ins Museum. es ist nämlich sehr, sehr windig. Man sieht es an meiner Frisur und an deinen Haaren. Ja. Oh, deine Haare sind auch ein bisschen vom Wind verweht. So, wieder raus aus dem Museum und wieder im Wind und schlechtem Wetter. Ist mir gut, dass wir das heute drinnen gemacht haben. Ja, aber es war sehr cool gemacht. Ja, es waren auf jeden Fall echt interessante Sachen dabei und hat sehr gut gesehen, wie die ganze Insel hier entstanden ist vor 50 Jahren und das alles so wurde. Was ich vorher gesagt hatte mit dieser 13-monatigen Eruption, das ist nicht dauerhaft gewesen, sondern es gab immer wieder Ausbrüche innerhalb von den 13 Monaten. Ja. Ja. Cool. Dann schauen wir Pico jetzt weiter an, wenn das Wetter wieder besser ist, hoffentlich. Ja. Pico, was soll ich sagen? Dann schauen wir Fayal jetzt weiter an, wenn das Wetter wieder besser ist. Genau. So, jetzt geht's zu dem Krater in der Mitte von Fayal. Ready? Hello, hello, hello. Die Fahrt hier hoch ist absolut nichts für seekranke Menschen, Junge. Diese Serpentinen machen mich fertig. Ja, eigentlich ist Jannis nur seekrank ziemlich schnell. Anscheinend kommt jetzt auch noch Autofahren mit dem Alter hinzu. Mit dem Alter, sag mal, wie alt bin ich? Hallo. Unser kleiner Opa hier musste auf dem Weg anhalten. Yo. Das ist brutal. Das ist, glaube ich, sogar die Hauptsehenswürdigkeit von Fayal. Also wer hier ist... der neu entstandene Vulkanhalbinsel ist vielleicht das Highlight, aber das hier auf jeden Fall zweiter Platz. Ich bin sehr gespannt, deswegen schauen wir uns das jetzt nämlich an. Warte, was ist das für eine Höhle? I guess durch den Tunnel hier. Windig. Höhen. Wow. Wow. Alter. Yo. Das habe ich nicht erwartet gerade. Was hast du sonst erwartet? Ja, doch. Aber ich irgendwie vergesse glaub, immer, dass ich ja die ganzen Sachen raussuche und du nie weißt, was auf dich zukommt. Ich bin der Medienbeauftragte und sie die Reiseführerin. So teilen wir das gut auf. Ja, bin auch happy damit. Und wir haben keine Wolken zum Glück. Boah. Ist auf jeden Fall ein Ort für einen Drohnenshot. Ja. Boah, dieser Wechsel zwischen kurz Sonne und dann zieht es wieder zu, ist so krass hier. Absolut. Vor allem hier muss man richtig aufpassen, weil hier zieht es richtig schnell zu. Ja. Also wir gehen schon auch hoch, würde ich sagen, einmal. Aber ich weiß nicht, ob wir einmal ganz rumlaufen, weil ich glaube, das ist schon vielleicht so eine Stunde oder so. Ich weiß nicht, wie sich das Wetter hält. Ja, das wissen wir halt echt nicht. Man muss echt gucken, wie es Ja. da oben aussieht. Die Wolke wird schon immer tiefer und tiefer und dann sieht man vielleicht nachher nur noch ein paar Meter weiter. Das ist auch nicht so schön. Aber wir probieren es mal und laufen noch ein bisschen. Hoffentlich regnet es nicht. Das passiert ja auch ziemlich schnell. Das Wetter der Azoren. Unberechenbar. Unvorhersehbar.
und immer für Überraschungen bereit. Also falls wir noch nicht gesagt haben, die Caldera hier übrigens, dieses riesige Loch ist der erste ursprünglich Vulkan, der diese Insel kreiert hat. Und der war früher so spitz wie der Vulkan von Pico, ist aber irgendwann mit der Zeit ineinander eingefallen und dadurch ist dieser riesen Krater entstanden, der früher mal spitz war und jetzt dieses riesige 2 Kilometer Loch. Krass. Jetzt hängen die Wolken so richtig tief drin. Ja. Oh, jetzt kommt die Wolke auf uns zu. Richtig krass. Was? Einfach so mitten in die, Ich höre dich nicht. mitten in die Wolke. Da, ganz von vorne. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt's auf uns zu. Alter. Das ist eine Verwirbelung. Ja. Oh, und jetzt kommt auch ein bisschen nass mit. Irgendwie macht der Nebel es auch noch mal beeindruckender. Vor allem, wenn so die Sonne noch so ein bisschen durchkommt. Ah, guck mal, da hinten sieht man aber schon wieder blauer Himmel. Safe, wenn wir hier 10 Minuten sind, da haben wir hier wieder klaren Himmel. Die sind so schnell. Oh, ich hätte schon gerade sehr viel Bock, noch weiter zu gehen. Ja, was soll ich sagen, Leute, wir laufen doch jetzt die ganze Strecke um diesen Krater herum. Es ist einfach zu schön. Wir haben uns davon mitreißen lassen und das kann man wirklich so sehr empfehlen, weil hier um jede Kurve, um die man geht, bekommt man nochmal eine kleine neue Perspektive auf diesen Krater. Und es ist einfach wirklich die schönste Aussicht, mit der man wandern kann. Man hat keine Höhenmeter, es ist gar nicht anstrengend, sondern es ist wirklich ein Spaziergang, den eigentlich jeder machen kann, keine herausfordernde Bergbesteigung. Und dann so einen Vulkan mal von innen zu sehen, ich weiß nicht, ohne den Berg besteigen zu müssen, ist grandios. Macht das auf jeden Fall. Und man hat halt wirklich so auf der einen Seite einfach diesen Ausblick über den Krater und dann auf der anderen Seite über die Insel und das Meer. Das ist halt schon eine wunderschöne Gratwanderung hier. Oh, es ist wirklich eine Gratwanderung. Ja, ist es auch. Ja. Also ich nehme nochmal zurück, was ich gesagt habe. Der Weg ist doch nicht so einfach, wie angenommen. Er hat ein paar Höhenmeter, aber wenn es steiler wird, dann sind trotzdem so ausgebaute Treppen. Also ist trotzdem gut machbar, aber es ist ja. Ist eine kleine Wanderung. Kein so Spaziergang, aber jetzt auch nicht so heftig. Nur war ich jetzt doch überrascht, weil ich mich auf was anderes eingestellt habe. Guck dir da aufs Meer, die Wolken, wo das Licht da durchkommt. Krass, die Schatten auf dem Wasser. Ja, Schatten und Licht auf dem Wasser. richtig schön. Ich dachte heute Morgen, die Jacke wäre unnötig. Aber ohne hätte ich es nicht mehr überlebt. Ja, da ist eine Kuh. Durch den krassen Wind durch die Wolken. Oh mein Gott. Und sehen das Auto wieder. Wir wussten die letzten 20 Minuten nicht, wo wir waren, weil es war nur weiß. Ja. Also ich glaube, wenn wir in der Richtung gestartet wären, dann hätten wir uns gegen diese Rundwanderung entschieden. Yay, geschafft. Ja, und zu Fayal gehört eigentlich dann auch noch Horta, also die größte Stadt hier. Und das ist echt so ein bisschen mehr besiedelt als jetzt zum Beispiel auf Pico. Die Stadt ist wunderschön, hat viele kleine pinke Häuschen. Süß, ist so ein kleines Hafenstädtchen einfach mit so bunten Häusern. Es lohnt sich schon, hier einmal durchzugehen. Hier kann man auf jeden Fall einen Besuch machen. Vielleicht bei einem besseren Wetter. Wir waren jetzt nicht so lange hier. Aber ist nett.
Kneipe hier, die ziemlich iconic ist. Die ist auch so 100 Jahre alt und hier hängt alles voll mit so Stickern und Flaggen und so, richtig schön. Und eine Spezialität hier ist der Gin des Hauses. Ich habe einen mit Gingerbeer, Lemon Juice. Und das ist was mit Kokosnuss und Ananas. Genau, und jetzt probieren wir den. Dankeschön. Thanks. Ja. Ich habe Deutsch geredet. Und gerade kam jetzt noch eine weitere Spezialität dazu. Diese Muscheln hier. Also, ich finde meins richtig nice. Sehr frisch. Ja. Sehr geil. Auch sehr, sehr süß vor allem. Und ich liebe einfach Kokos-Ananas. Oh. Ganz anders, aber auch sehr geil. Und jetzt noch einmal die Muscheln. Ich mag das safe nicht. Taste-Test dieser Muscheln. Also die riechen zwar... Aber warte, wir müssen vielleicht noch die Zitrone drüber machen. Es riecht schon so nach Meer. Ja, es riecht sehr muschelig. Es wird auf jeden Fall eine Delikatesse sein, das weiß ich jetzt schon. Wahrscheinlich keine Delikatesse für mich. Probieren wir. Okay. Okay, weniger schlimm als ich dachte. Ich finde sie geil. Ja, ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist eine Spezialität. Sie sind sehr viel härter als gedacht. Und ich finde, sie schmecken weniger fischig als jetzt zum Beispiel diese typischen Muscheln, die man kennt. Ja, okay. Ich finde sie sehr nice, aber ich mag halt auch Muscheln gerne. Ich finde, glaube ich, die Zitrone hier drauf das Beste. Ich finde sie geil. Also, nicht ganz billig mit 30 €. Nee. Aber ich muss sagen, am Ende haben sie mir dann doch ein bisschen besser geschmeckt als erwartet. Waren schon gut, die Ich fand es Muscheln. eine coole Erfahrung hier mit dem hausgemachten Gin, dieser Ja. 100 Jahre alten Bar. Mir haben die Muscheln auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Kann man auf jeden Fall gut machen und als Abschluss von Horta und Fayal hier noch in eine Bar zu gehen, finde ich passend. Ja. Was ist unser Eindruck von der Insel, unser Fazit? Ich fand Fayal richtig schön. Ich meine, wir hatten eine ultra süße Unterkunft. Der Krater war voll beeindruckend. Diese Vulkanhalbinsel war richtig krass. Diese Ja. Marslandschaft. Nee, fand ich auch. Ich fand Fayal mega, mega schön. Für mich kommt die Insel nicht ganz an Pico ran. Die einzelnen Sehenswürdigkeiten waren schon heftig. Aber so das Overall, irgendwie ist der Pico für mich noch ein bisschen weiter vorne. Da können wir uns dann später noch Ja, wir streiten. müssen am Ende unserer Reise noch ein Insel-Ranking machen. Bei der letzten Folge, Freunde, da gibt es ein Ranking dann. Und sonst würde ich sagen, gute Nacht und es geht auf zur nächsten Insel. Auf nach Flores. Nach Flores! Schaut jetzt die nächste Folge. Tschu.